Es waren jetzt gut 1,5 Jahre vergangen, in denen ich mich mit all diesen Themen beschäftigte. Ich meditierte regelmäßig, machte C5s, Remote Viewing und Liebesreisexperimente, ernährte mich möglichst gesund, achtete darauf, so wenig Fluorid wie möglich zu mir zu nehmen und beschäftigte mich jeden Tag mit UFOs, dem Bewusstsein, außerkörperlichen Erfahrungen und natürlich mit Außerirdischen. So gerne hätte ich mal einen getroffen. Ich wachte auf und schaute kurz aufs Handy. Es war Mittwochmorgen um kurz nach 6. Ich musste erst gegen 9 Uhr aufstehen und hoffte nochmal schlafen zu können. Also drehte ich mich um und versuchte wieder einzuschlafen. Ich bin kein guter Schläfer, nur selten schaffe ich es bis zum Wecker. Auch diesmal schien es so zu sein. Ich döste vor mich hin und schlief ein paar Mal, wenn auch nur leicht, ein. Ich weiß noch, was ich geträumt habe, nichts Besonderes, wie immer. Ich habe sehr selten spektakuläre Träume. Ich träumte gerade von der Arbeit, als etwas plötzlich und mit einer wahnsinnigen Wucht in mein Bewusstsein schoss. Egal wie tief oder wenig tief ich zu diesem Zeitpunkt schlief, mein Geist war hellwach. Ich spürte eine Präsenz, so stark, so deutlich, schon fast physisch, als ob jede Zelle meines Körpers sich der Präsenz bewusst sein muss. Ohne Zweifel. Ich fragte mich, fuck, was ist hier los? Plötzlich fing mein Körper an zu vibrieren. Adrenalin und ein seltsames Gefühl von hoher Vibration durchfloss mein Körper. An die Augen zu öffnen oder sich zu bewegen war nicht zu denken. Meine Gedanken rasten von wer ist das zu frag doch nicht so blöd, als ob du es nicht wüsstest. Jetzt entspann dich und schau, was passiert. Ändern oder dich wehren kannst du eh nicht. In diesem Augenblick, und genauso plötzlich wie es kam, hörte es auf. Ich machte sofort die Augen auf, richtete mich auf und sah mich im Zimmer um. Nichts. Und jetzt kommt das Komischste an der ganzen Geschichte. Ich legte mich hin und schlief sofort wieder ein. Ich schlief richtig tief, bis der Wecker mich weckte. Was zum Teufel war das für ein Traum? Es war doch ein Traum, oder? Es fühlte sich nicht an wie einer, aber was bitte sollte ich anderes denken? Immer wieder sagte eine Stimme in meinem Kopf, dass es wohl ein Traum war, woraufhin sofort eine andere Stimme widersprach. Das war kein Traum. Ich weiß, was Träume sind. Aber sowas hatte ich noch nie gefühlt oder erlebt. Ich kann euch leider nicht sagen, was es war. Ich kann euch nur sagen, was es meiner Meinung nach nicht war. Und zwar ein Traum. Eine Halluzination, eine Wahnvorstellung, eine Psychose, darüber lasse ich gerne mit mir reden. Aber ein Traum? Nein, das war kein Traum. Ich wusste bisher nur, wie es sich anfühlt, wenn andere Menschen von paranormalen Erlebnissen berichten und man ihnen nicht glaubt bzw. denkt, man könnte es sich rational erklären. Heute weiß ich, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu stehen. Erst wenn man selbst etwas derartiges erlebt hat, kann man versuchen, es einzuschätzen. Zuvor arbeitet nicht das Gehirn, sondern die kognitive Dissonanz, die versucht, das alles wieder ins rechte Licht zu rücken. Ich weiß bis heute nicht, was es war, auch wenn ich meine Vermutung habe. Aber es ist genau so passiert. Ich kann und will niemanden überzeugen, dass es dies oder das war. Nur erzählen, wie es war. Ich weiß jetzt, was Menschen meinen, wenn sie erzählen, sie hätten eine Präsenz gespürt. Wenn man sie im Bewusstsein spürt, gibt es keinen Zweifel. Es ist eindeutig und sehr mächtig. Was das Vibrieren angeht, ich persönlich glaube, da wurde man